Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Danke, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video möchte ich euch meine Ankunft im Dorf Listwanka am Baikalsee zeigen. Ich war dort in der vergangenen Woche. 2 Videos von diesem Ausflug habe ich schon auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht. Zu finden sind sie in der Playlist Baikalsee. Bitte anschauen, wenn verpasst. Und in diesem Video seht ihr meine Ankunft. Außerdem zeige ich euch noch einen kurzen Spaziergang durch das Dorf. Und im weiteren Verlauf des Videos möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. Das Dorf Listwanka befindet sich nicht weit von Irkutsk, nur etwa 80 Kilometer entfernt. Das ist sehr vorteilhaft. Die Stadteinwohner besuchen dieses Dorf sehr oft. Wochenends oder an Feiertagen kann man dort sehr viele Menschen sehen. Wenn man kein Auto besitzt, dann kann man bis dahin mit einem Minibus fahren. Diese Minibusse pendeln jeden Tag. Eine Hinfahrt kostet in diesem Sommer 350 Rubel und dauert etwa eine Stunde. Also es gibt gar kein Problem, von Irkutsk nach Listwanka zu fahren. Was mich angeht, gefällt mir dieses Dorf nicht so sehr. Einmal im Sommer besuchen, das reicht, und in diesem Sommer will ich hin nicht mehr fahren. Das reicht erstmal. Erst im Herbst möchte ich noch einen Ausflug nach Listwanka machen, wenn der Altweibersommer eingekehrt ist. In dieser Jahreszeit sieht die Natur besonders schön aus. Die Bäume bekommen dann gelb-rote Farben und die Umgebung dort in Listwanka sieht einfach märchenhaft aus. In den kommenden Tagen will ich stattdessen lieber zum Ort Sludjanka fahren. Bis dahin pendeln auch die Minibusse, auf Russisch Marschrutka. Sie fahren vom Hauptbahnhof Irkutsk aus. Die Fahrt nach Sludjanka dauert 2 Stunden, aber kostet fast genauso viel wie nach Listwanka. Und es gibt auch Nahverkehrszüge von Irkutsk nach Sludjanka. Die Nahverkehrszüge fahren langsamer, weil sie an mehreren Eisenbahnplattformen anhalten müssen. Aber dabei kann man aus dem Fenster bei der Ankunft etwa eine halbe Stunde vor Sludjanka kann man dann den Baikalsee und die Natur beobachten und bewundern. Also das war erstmal die Einleitung zu diesem Video, und weiter hört ihr die Nachrichten aus Russland. Bleibt gerne dran, los geht's! 1 Million Rubel für kinderreiche Familien. In Russland wird gerade vorgeschlagen, das Mutterschaftskapitalprogramm zu überarbeiten. Konkret geht es darum, die Zahlung beim zweiten Kind zu erhöhen und zusätzlich ein Mutterschaftskapital für kinderreiche Familien einzuführen. Und zwar in Höhe von 1 Million Rubel. Das hat Sergei Rybalchenko angekündigt. Er ist Vorsitzender der Familienkommission der Gesellschaftskammer Russlands und Generaldirektor des Instituts für wissenschaftlich-gesellschaftliche Expertise. Außerdem hat Rybalchenko vorgeschlagen, ein Mutterschaftskapital für kinderreiche Familien in Höhe von 1 Million Rubel einzuführen. Diese Zahlung soll es bei der Geburt des dritten und jedes weiteren Kindes geben. Laut ihm bleibt das Mutterschaftskapital eines der wichtigsten Instrumente der Demografiepolitik. Er betonte, die Erfahrung aus den russischen Regionen zeigt, dass sich die Unterstützung vor allem auf Familien konzentrieren sollte, in denen das zweite und weitere Kinder geboren werden. Rybalchenko erinnerte außerdem daran, dass seit dem Start des Programms im Jahr 2007 im ersten Jahrzehnt dank ihm rund 3 Millionen Kinder zur Welt kamen. Jetzt aber, so seine Meinung, brauche der Mechanismus eine Überarbeitung. So stark wächst die Zahl kinderreicher Familien in Russland. Die Zahl der kinderreichen Familien in Russland ist um 14,5% gestiegen. Das hat die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatjana Golikova mitgeteilt. Sie erklärte, Stand 1. Juli 2026 ist die Zahl der kinderreichen Familien im Land um 14,5% gestiegen. Dabei wird klargestellt, dass sich diese Zahlen auf den Vergleich mit dem Stand Anfang 2025 beziehen. Zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin erklärt, dass immer mehr junge Russen sich wünschen, in ihren eigenen zukünftigen Familien unbedingt
2, 3, 4 oder mehr Kinder zu haben. Seinen Worten zufolge bemüht sich die russische Regierung darum, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es im Land möglichst viele kinderreiche Familien gibt. Wodka-Preise explodieren, Verkäufe brechen ein. Der Wodka-Verkauf in Russland ist im Juni um 5,8% im Jahresvergleich zurückgegangen. Den Daten zufolge wurden im Juni insgesamt 5,9 Millionen Dekaliter Wodka und 29.300 Dekaliter Whisky verkauft. Am stärksten sind im Juni die Brandy-Verkäufe eingebrochen, um 8,9% auf 1,05 Millionen Dekaliter. Auch die Nachfrage nach Kräuterlikören ist gesunken. Im Juni wurden davon 559.300 Dekaliter verkauft, während es 2025 im gleichen Zeitraum noch 602.200 waren. Dmitri Vostrikov, Direktor des Verbands Rusprod-Soyuz, hat zuvor berichtet, dass der durchschnittliche Einzelhandelspreis für Wodka in Russland bis zum 18. Mai 2026 um 14,9% gestiegen ist, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Seit Jahresbeginn sind die Preise um 12,2% gestiegen. Pilze sammeln in Russland. Igor Pozdniakow, Direktor der Verbraucherschutzabteilung bei Roskatchestvo, hat den Russen erklärt, welche Regeln beim Sammeln und Verkauf von Pilzen gelten. Laut dem Experten dürfen sich die Bürger frei in den Wäldern aufhalten und für den Eigenbedarf Waldressourcen sammeln. Dazu zählen Pilze, Beeren und Birkensaft. Gleichzeitig rief er dazu auf, sich über die aktuellen Regeln zum Pilzesammeln in der jeweiligen Region zu informieren. Das Gesammelte kann man auf mehrere Arten legal verkaufen. Am praktischsten ist es, die Ernte an Unternehmer abzugeben, die spezielle Sammelstellen eingerichtet haben, erklärte Pozdniakow. Außerdem kann man Pilze auf Jahrmärkten oder auf Märkten verkaufen, an den dafür extra vorgesehenen Plätzen. Russland und Ukraine im Gespräch. Die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Landratova hat am Morgen des 17. Juli ein Videogespräch mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Lubinets geführt. Das gab die russische Ombudsfrau im Rahmen der gesamtrussischen Konferenz Dienst am Vaterland als Berufung der Jugend bekannt. Wie bekannt wurde, ging es in dem Gespräch um humanitäre Fragen. Wir haben eine sehr ernsthafte, gute und konstruktive Kommunikation mit dem ukrainischen Ombudsmann aufgebaut. Wir stehen regelmäßig in Kontakt und tauschen uns aus, betonte Landratova. Sie berichtete außerdem, dass sich das Institut der Menschenrechtsbeauftragten in Russland mit der Rückkehr von Zivilisten aus dem Gebiet der Ukraine befasst, sowie mit der Familienzusammenführung und der Unterstützung bei Kriegsgefangenen austauschen. Leihmutterschaft in Russland. Die moderne Medizin macht es möglich, die biologische Verwandtschaft mit einem Kind zu bewahren, auch wenn eine Schwangerschaft selbst nicht möglich ist. Dafür sieht das Gesetz das Verfahren der Leihmutterschaft vor. Leihmutter kann eine Frau zwischen 20 und 35 Jahren werden, die russische Staatsbürgerin ist. Ausländerinnen und Staatenlose haben dieses Recht nicht. Die Kandidatin muss mindestens ein gesundes eigenes Kind haben. Vor Vertragsabschluss durchläuft sie eine medizinische Untersuchung und gibt eine schriftliche freiwillige Einwilligung ab. Ist die Frau verheiratet, braucht es die Zustimmung des Ehepartners. Gesetzlich verboten ist es, gleichzeitig Leihmutter und Eizellspenderin zu sein, erklärte der Experte. Einer der Ehepartner, also der zukünftige Elternteil, muss russischer Staatsbürger sein. Personen, die einen Vertrag abschließen möchten, müssen offiziell verheiratet sein. Ein bloßes Zusammenleben, also eine wilde Ehe, gibt dieses Recht nicht. Die Ehe darf außerdem nicht zum Schein geschlossen worden sein. Also nicht nur um eine Familie vorzutäuschen, sondern tatsächlich nur wegen des Leihmutterschaftsvertrags oder um eine Staatsbürgerschaft zu erhalten.
Wird die Ehe zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes bereits geschieden oder für ungültig erklärt, können die Ehepartner trotzdem als Eltern eingetragen werden. Unter 2 Bedingungen. Es liegt eine schriftliche Zustimmung der Leihmutter vor und es gibt keine Beweise dafür, dass die Ehe eine Scheinehe war, betonte der Experte. Neben Ehepaaren darf auch eine alleinstehende, unverheiratete Frau einen solchen Vertrag abschließen. Vorausgesetzt, sie kann aus medizinischen Gründen kein Kind austragen oder gebären. Die Wahl des Geschlechts des zukünftigen Kindes ist gesetzlich ausdrücklich verboten. Spender von biologischem Material kann ein russischer Staatsbürger zwischen 18 und 35 Jahren sein, ohne körperliche oder psychische Beeinträchtigungen. Bei der Verwendung von Spendermaterial können Informationen zur Ethnie, Nationalität und äußeren Merkmalen sowie die Ergebnisse der medizinischen und genetischen Untersuchung eingesehen werden, erklärte der Experte. Nach der Geburt des Kindes werden die zukünftigen Eltern nur mit Zustimmung der Leihmutter als Eltern eingetragen. Fehlt diese Zustimmung, werden Vaterschaft und Mutterschaft gerichtlich festgestellt, mit Hilfe eines genetischen Gutachtens. Die biologische Verwandtschaft wird durch die medizinische Einrichtung bestätigt, die die Entnahme des Biomaterials oder den Embryonentransfer durchgeführt hat, sowie durch ein Gutachten über das Biomaterial des Kindes und der Personen, die Elternrechte beanspruchen, fasste der Experte abschließend zusammen. Also, liebe Freunde, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Hoffentlich habt ihr etwas Neues und Interessantes erfahren. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss. Fühlst du die Kälte, die den Atem raubt? Doch tief in dir wächst die Lust, es zu wagen. Sibirien ruft, der Wind flüstert laut von weiten Wäldern, die Geschichten tragen. Komm, lass uns reisen, der Bikersee ruft. Sibirien zeigt uns, was Freiheit wirklich sucht. Mit Freude im Herzen, im wilden Land. Abenteuer wartet, greif meine Hand. Die Welt ist weit, doch wir sind hier. Jenseits der Grenzen, so nah beim Tier. In Sibirien, wo die Seele brennt und jede Reise uns näher kennt. Der Biker glitzert wie Sterne in der Nacht. Unendlich weit wächst die Lust, es zu wagen. Sibirien ruft, der Wind flüstert laut. Von weiten Wäldern die Geschichten tragen. Komm, lass uns reisen, der Bikersee ruft. Sibirien zeigt uns, was Freiheit wirklich sucht. Mit Freude im Herzen, im wilden Land. Abenteuer wartet, greif meine Hand. Die Welt ist weiter, doch wir sind hier. Jenseits der Grenzen, die Grenzen, so nah beim Tier. In Sibirien, wo die Seele brennt und jede Reise uns näher kennt. Der Biker glitzert wie Sterne in der Nacht. Unendlich weiten, so nah beim Tier. In Sibirien, wo die Seele brennt und jede Reise uns näher kennt. Der Biker erkennt, kann uns nicht bremsen, sie lässt uns wachsen. Jeder neue Weg lässt die Herzen erwachen. Das Leben ist ein Spiel, es ruft nach dir. In Sibirien, komm, finde dein Revier. Komm, lass uns reisen, der Bikersee ruft.